Willkommen bei Anderswohin. Mein Name ist Uli und heute besuchen wir das Phantasialand in Brühl. Und hier schauen wir uns die Wasserthemenfahrt Hollywood Tour mal genauer an. Eine der ältesten Attraktionen hier im Phantasialand, sie liegt im Themenbereich Fantasy. 1990 wurde die Bahn eröffnet. 15 Boote fahren eine 340 Meter lange Strecke. Es gibt 8 Szenen aus Hollywood-Klassikern zu sehen. In diesem Video gehe ich den Fragen nach, welche Szenen aus Filmen gibt es da eigentlich zu sehen? Warum sind das eigentlich Klassiker? Und gibt es irgendwelche Vorbilder für die Szenen in anderen Freizeitparks? Aber lasst uns zunächst mal ein bisschen in der Geschichte zurückgehen. Phantasialand gibt es seit 1967. Die beiden Gründer, das sind Richard Schmid und Gottlieb Löffelhardt. Löffelhardt reiste immer wieder auf Ideensuche in die großen amerikanischen Freizeitparks, besonders nach Los Angeles und nach Hollywood. In Hollywood, seit den 20er Jahren schon die Welthauptstadt der Filmindustrie, hatte alles begonnen mit einem deutschen Auswanderer, Karl Laemmle, ein Schwabe. Er gründete 1915 die Universal Studios. Er machte Hollywood zur Traumfabrik. Laemmles Studio drehte in dieser Zeit die großen Klassiker. Von Anfang an öffnete Universal seine Studios zu Tagen der offenen Tür. 1964 entstand daraus die Universal Studio Tour, eine Fahrt mit einer Bahn durch die nachgebauten Dekorationen großer Filme. Gleich nebenan hatte seit den 50er Jahren Walt Disney Disneyland aufgebaut. Im Laufe der Jahre wurde daraus ein Konzern, der mehrere Disney-Parks betrieb. 1989 eröffnete der damalige Disney-Chef Michael Eisner in Florida die Disney MGM Studios. Hauptattraktion in diesem filmorientierten Freizeitpark war The Great Movie Ride. Das war eine Fahrt durch Szenen von Klassikern des Kinos. Mary Poppins, der schwarze Falke mit John Wayne, Alien, Jäger des verlorenen Schatzes, Tarzan und der Zauberer von Oz, das sind nur einige von diesen Szenen. Das sind natürlich alles Disney- und MGM-Filme. Und 1990 eröffnet im Phantasialand die Hollywood Tour. In einer Art Filmstudio begrüßt da Alfred Hitchcock seine Gäste. Wieso eigentlich Alfred Hitchcock? Ganz einfach, Alfred Hitchcock, einer der wohl bekanntesten Regisseure des Hollywood-Kinos, arbeitete für Universal. Für Universal drehte er seine größten Filme, Die Vögel und Psycho. Bates Motel aus dem Film Psycho kann man bis heute bei der Universal Studio Tour sehen. Außerdem war Hitchcock das Testimonial, die Werbefigur der Studio Tour. Los geht die Fahrt, bei der wir übrigens immer wieder auf Universal treffen werden. Es geht einen Wasserfall runter in eine Tropfsteinhöhle. Das hat allerdings schon nichts mit einem Film zu tun, das ist einfach nur ein Stilelement. So einen Start mit einem Wasserfall, das findet man bei einigen Wasserthemenfahrten in Freizeitparks. Zum Beispiel in Disneyland, dort ist es bei Piraten der Karibik, der entstand bereits 1967. Und hier sind Bilder vom Europapark, das ist die inzwischen abgebrannte Fahrt Piraten in Batavia von 1987. Kurze Frage zwischendurch, ich besitze auch einiges Filmmaterial aus anderen Parks. Habt ihr da eigentlich auch Interesse dran? Dann schreibt's mir mal bitte in die Kommentare. So, hier sind wir wieder im Phantasialand in der Hollywood Tour. Nach der Tropfsteinhöhle steuern wir die erste Szene an, die erste Szene aus einem Filmklassiker. Das ist Der weiße Hai, Jaws. Der weiße Hai, 1975 von Steven Spielberg für Universal gedreht, bekam alleine 3 Oscars. Den Hafen des Ortes Amity Island, da wo der weiße Hai angreift, den baute man im Freizeitpark Universal Studios nach. Die weiße Hai-Szene war zeitweise die Hauptattraktion bei der Universal Studio Tour. Während die Szene in den Universal Studios in Originalgröße gebaut wurde, hat man sie im Phantasialand in der Hollywood Tour natürlich etwas kleiner gebaut. Häuser am Hafen, ein Leuchtturm und ein Ruderboot auf dem Wasser. Dann blubbert's und dann geht das Ruderboot mit dem Mann unter. Der weiße Hai gilt als einer der besten Thriller, er hat zudem den neuen Tierhorrorfilm Boom ausgelöst. Dann taucht auf dieser Seite der Hai auf der anderen Seite des Bootes taucht normalerweise auch ein Hai auf. Nicht nur diese Kulisse, sondern auch die ganze Szene gibt es fast identisch in den Universal Studios. Hier hat der Angler im Ruderboot sogar einen Namen, man nennt ihn George the Fisherman. Und der Hai, der auftaucht, der ist natürlich ein bisschen gewaltiger und sieht auch wesentlich gefährlicher aus. Zwischendurch mal ein paar Daten zur Hollywood Tour. Das Fahrsystem mit den Booten, das wurde von der Intermin AG Schweiz gebaut.
Die Innenausstattung und die Figuren, die kommen von der Firma Hoffmann. Wir fahren jetzt auf die nächste Filmszene zu und das ist Tarantula. Das ist ein amerikanischer Science-Fiction-Horror-Thriller. Der ist übrigens in Schwarz-Weiß und stammt aus dem Jahr 1955. Produziert wurde er von Universal. Universal hat übrigens sehr viele Horrorfilme in den 20er, 30er, 40er und 50er Jahren hergestellt. Tarantula ist so ein richtiger Kultklassiker, der gehört zu den besten Genrefilmen der 50er Jahre aus der Kategorie Science-Fiction-Horror. Den Regisseur, den man da gesehen hat, das war wahrscheinlich Jack Arnold, das ist der Regisseur von Tarantula gewesen, einer der besten Horrorfilmregisseure der 50er Jahre. In Tarantula, da züchtet ein Professor eine überlebensgroße Tarantel, die entkommt und überfällt eine Kleinstadt. Vernichtet wird sie dann nicht von Polizeihubschraubern, sondern von Kampfjets und der wird geflogen von Clint Eastwood. Das war damals eine seiner ersten Rollen. Die nächste Szene heißt Sindbad und man denkt als erstes an den Film Sindbad der Seefahrer von 1947 mit Douglas Fairbanks Jr. und Maureen O'Hara. Diese RKO-Produktion, das ist eigentlich ein orientalisches Märchen, eine Abenteuergeschichte über eine Schatzsuche. Assalamu alaikum, mein Freund Sindbad. Als Belohnung für deine Abenteuer gebe ich dir den Schatz der Seefahrer. Sindbad der Seefahrer mit Douglas Fairbanks Jr., das ist eigentlich nur ein buntes Märchen. Ich glaube nicht, dass er zu den Kultfilmen gehört. Für mich ein Kultfilm ist eher Sindbads 7. Reise, ein Film von 1958 von Columbria. Der hatte weniger bekannte Schauspieler, aber für die damalige Zeit ungeheure Spezialeffekte. Außerdem endet der Film bei einem Fest beim Sultan und das würde dieser Szene entsprechen. Und jetzt kommt hier ein Balken runter, das stammt eigentlich aus der Szene, die davor hier war. Bis 1999 stand hier nämlich die Szene Samson and Delilah. Das war ein Monumentalfilm aus dem Jahr 1949 mit Hedy Lamarr und dafür hat es auch 2 Oscars gegeben. Das Drehbuch basiert auf einem Text aus dem Alten Testament. In der Schlussszene, da drückt der superstarke Samson die Pfeiler des Tempels so auseinander, dass der zusammenbricht. Und daher kommt auch der Pfeiler in der heutigen Sindbad-Szene, der auf einmal auf das Boot fällt. Und da kommt auch schon die nächste Filmszene, das ist ein richtiger Klassiker aus dem Jahr 1931, Frankenstein. Das Monster, das spielte Boris Karloff. Von Frankenstein gab es übrigens eine ganze Menge Fortsetzungsfilme. Der Inhalt: Dr. Frankenstein schafft ein Monster, eigentlich ein ganz liebenswertes, das aber leider das Gehirn eines Verbrechers hat. Dargestellt werden soll wohl die Erschaffungsszene in der Mühle. Man sieht das Monster auf dem Tisch liegen, man sieht Dr. Frankenstein, hinten rechts, das ist der Gehilfe Fritz, links die Frau, das könnte seine Braut Elisabeth sein, sieht etwas seltsam aus, aber da fehlen noch einige Figuren, die bei der Originalfilmszene dabei sind. Alles bereit, Doktor. Ich weiß, heute wird es gelingen. Mit der Szene kann ich wenig anfangen, da stößt ein Mann eine Frau herunter, in keinem der Frankenstein-Filme kommt solch eine Szene vor. In einigen Foren habe ich gelesen, das soll eine Szene aus dem Film Vertigo von Hitchcock sein, glaube ich aber nicht, weil in Vertigo fällt Kim Novak zwar vom Turm, aber draußen und drinnen läuft noch James Stewart die Treppe rauf. Das scheint also alles eine freie Erfindung von Phantasialand zu sein. Ja, hier sind mal ein paar Bilder, wie die Hollywood-Tour im Laufe der Jahre auf den Parkplänen dargestellt wurde. Auffallend ist, dass sie immer kleiner, immer unbedeutender dargestellt wird. Dabei war das Ganze 1990 eigentlich die Hauptattraktion des Phantasialands. Jetzt mal ein paar Bilder aus den Prospekten, mit welchen Fotos man die Hollywood-Tour dort dargestellt hat. Die meiste Zeit war es King Kong oder Tarantula. Inzwischen sind wir bei der nächsten Szene angekommen, einer Unterwasserszene. Sie nennt sich 20.000 Meilen unter dem Meer. Nach einem Roman von Jules Verne geht es hier um das U-Boot Nautilus. Darauf ist Captain Nemo, der mehrere Gefangene hat, und mit denen erlebt er so einige Abenteuer unter Wasser.
Und da denkt man natürlich sofort an den Film von 1954, die Verfilmung mit James Mason, Kirk Douglas und Peter Lorre. Das war eine Disney-Verfilmung. Die Taucherszenen in dem Film, das waren die bisher umfangreichsten Unterwasseraufnahmen, die je für einen Kinospielfilm gemacht wurden. Das ist Jules Verne und das sind ein paar Szenen aus dem Film. Es gab aber schon mal einen Film mit dem Titel 20.000 Meilen unter dem Meer, ein Stummfilm von 1916 und der stammte von Universal. Das war der erste Film, wo es derartige Unterwasseraufnahmen gab. Unter Wasser ging man mit einem Gewehr auf Jagd. 20.000 Meilen unter dem Meer, das war auch eine Attraktion im Themenpark Magic Kingdom in Walt Disney World. Das war eine U-Boot-Reise und die gab es von 1971 bis 1994. Und da kommt die Dschungelszene. Ich denke mal, es geht um den Film Tarzan the Ape Man, Tarzan, der Herrscher des Urwalds, mit Johnny Weissmuller von 1932. Das war Weissmullers erster von 12 Tarzan-Filmen. In den Disney MGM Studios in Florida gab es in The Great Movie Ride eine ähnliche Szene. Nur hier sitzt Jane und nicht Tarzan auf dem Elefanten. Tarzan schwingt an einer Liane. Ich denke mal, der Schimpansenüberfall auf das Lager und die Schimpansen, die da im Kreis fahren, das ist eine Erfindung der Phantasialandmacher. Da kommt die nächste Szene, Der Zauberer von Oz, ein Film 1939 mit Judy Garland als Dorothy. Das Lied Over the Rainbow aus dem Film ist natürlich weltbekannt. Das ist die Szene, wo Dorothy mit ihrem Haus in Oz landet. Diese Szene, nur viel größer dargestellt, gab es auch in den Disney MGM Studios in The Great Movie Ride. Toto, es scheint mir, als ob du nicht mehr in Kansas lebst. Komm mal wieder zurück. In den Disney MGM Studios, wie auch hier im Phantasialand, sieht man unter dem gelandeten Haus die Beine der bösen Hexe des Ostens, auf der das Haus gelandet ist. Bis 2007 war hier eine andere Szene zu sehen, nämlich eine Szene aus dem Film Die Vögel von Alfred Hitchcock aus dem Jahr 1963. Das Haus in dem Zauberer von Oz und bei Die Vögel ist übrigens identisch. Der Film über die Vogelangriffe auf den Ort Bodega Bay gilt übrigens als Höhepunkt von Hitchcocks Spätwerk. Die Vögel, das war damals ein absoluter Kassenschlager. In dem Film gab es 400 Trickeinstellungen, mit der man die damaligen Filmtechniken wirklich ausreizte. Ja, und das Haus aus der Szene, das sah fast genauso aus wie das Haus in Die Vögel. Ich will hier mal zeigen, wie man die Hollywood-Tour damals beworben hat. Das waren sehr große Hinweise, fast 1 Seiten, in den Parkplänen zum Beispiel drin. Hier Tarzan zum Beispiel, und so sah die Hitchcock-Figur früher aus. Die Hollywood-Tour wurde also doch ziemlich auffällig beworben, heute scheint sie dagegen ein bisschen aus der Mode zu sein. Auf dem Prospekt zum 30. Geburtstag des Phantasialands, da wurde mit der King Kong-Figur sogar noch auf der Titelseite geworben. Ja, und diese Aufkleber, die kennt ihr, wenn ihr früher mit dem Auto zum Phantasialand gefahren seid. Und da kommen wir dann zur letzten Szene dieser Rundfahrt, King Kong. Ich denke mal, jeder denkt ja an den Film King Kong und die weiße Frau von 1933. 1975 wollte Universal ein Remake des Films machen. Das hier ist das Drehbuch zu The Legend of King Kong. Der Film wurde aber wegen Rechtsstreits nie gedreht. Der Sieger des Rechtsstreits, nämlich Paramount, drehte 1976 King Kong mit Jeff Bridges und Jessica Lange. 1986 ließ Universal Studios eine riesige King Kong-Figur bauen. Diese Figur war der Figur des King Kong aus dem Film von Paramount nachempfunden. Gebaut hat die Bob Gurr, übrigens einer der Imagineers von Disney.
Dieser King Kong im Freizeitpark war die größte und komplexeste animatronische Figur, die es überhaupt gab. Und ich glaube, dieser King Kong hier im Phantasialand ist genau dem King Kong der Universal Studios nachempfunden. In den Universal Studios steht der King Kong in der Stadt und versucht eine Hochbahn zu fangen. Hier im Phantasialand, da steht er im Wasser und versucht ein Boot zu fangen. Ich denke mal, er steht im Wasser, weil wenn er auf einen Wolkenkratzer gestiegen wäre, dann wäre diese Figur wirklich zu groß für die Halle geworden. Ich finde es einfach die beeindruckendste Szene der ganzen Hollywood-Tour. So, das war's von der Hollywood-Tour im Phantasialand. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da oder schreibt mir einen netten Kommentar. Falls ich mit meinen Interpretationen an irgendeiner Stelle falsch gelegen habe, bitte seht's mir nach. In diesem Sinn, tschüss.